In diesem Video teste ich das Prusa MK3.5 Upgrade und teile Einblicke vom Umbau mit euch. Außerdem zeige ich die Unterschiede zum MK3S, zum MK4 und diskutiere, ob und für wen sich der Umbau lohnt. Ich muss gestehen, dass ich das Upgrade zu Beginn vollkommen unterschätzt habe. Bleibt daher dran, hier bei Jantech. Vor einigen Jahren hatte ich meinen ersten 3D-Drucker, den Prusa i3 MK2S, zu MK2.5 aufgerüstet und war sehr begeistert. Dementsprechend waren die Vorfreude und Erwartungen an das MK3.5 Upgrade-Kit groß. Kurze Übersicht: Mit der Einführung des Prusa MK4 im April 2023 wurden die Upgrade-Kits MK3.5, MK3.9 und MK4 vorgestellt. Die Preise findet ihr jeweils hier eingeblendet. Das MK3.5 Upgrade-Kit verspricht laut der Webseite schnelleres Drucken, bessere Bedienbarkeit und Remote-Druckmanagement über Prusa Connect. Derzeit ist es für 279 € direkt im Shop von Prusa zu haben. Vor dem Kauf muss man überprüfen, welches Druckbett und Netzteil in dem zu upgradenden MK3 verbaut sind. Beim silbernen, älteren Netzteil fallen 11 € für die Adapterkabel an. Falls das Heizbett verlötet ist, muss dieses komplett getauscht werden, was 99 € kostet und das Upgrade in diesem Fall weniger erschwinglich macht. Nun zum Unboxing und Aufbau. Erst beim Auspacken des Upgrade-Kits ist mir bewusst geworden, dass man hier doch ein paar mehr Teile erhält, als ich anfangs erwartet hätte. Neben Display und Board sind neue Kabel, Adapter, Stecker, Befestigungselemente und ein neuer Thermistor für das Druckbett enthalten. Außerdem erhält man schwarzes PETG-Filament, um die neuen Plastikteile auszudrucken. Das macht man im besten Fall einfach auf dem Drucker, bevor man mit dem Umbau beginnt. Ich habe die Teile auf meinem Prusa MK4 ausgedruckt und dafür PETG Carbon genutzt. In diesem Zuge habe ich mich dann auch dazu entschieden, all die Teile neu auszudrucken. Die Orangenteile sind aus Prusament PETG. Was den Prusa MK3S angeht, diesen habe ich mir für 350 € gebraucht auf Kleinanzeigen gekauft. Dabei war auch noch etwas Zubehör und ein MMU2. Außerdem war bereits ein E3D Revo 6 Hotend zum schnellen, werkzeuglosen Düsenwechsel installiert. Da der Drucker doch schon etwas älter schien und einige Teile verstaubt waren, habe ich mich dazu entschieden, den Drucker komplett neu aufzubauen. Damit mich hier niemand falsch versteht, das ist definitiv kein Muss und macht auch, wenn überhaupt, nur dann Sinn, wenn der Drucker sehr alt und viel gelaufen ist oder schon Defekte aufweist. Also habe ich den Drucker komplett auseinandergenommen, alle Teile gereinigt und inspiziert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lager verrostet waren und die Füße gefehlt haben. Also habe ich nochmal für etwa 30 € Ersatzteile bestellt. Dann ging es an das erneute Zusammenbauen des MK3S. Hierfür bin ich zunächst der normalen Anleitung gefolgt, habe aber Display und Einsehboard weggelassen. Das Revo 6 Hotend habe ich selbstverständlich behalten, da ich mit diesem System bereits gute Erfahrungen gemacht habe und es offiziell in der Firmware unterstützt wird. Danach ging es auch schon an das MK3.5 Upgrade. Hier bin ich ebenfalls der offiziellen Anleitung von Prusa gefolgt. Den Disassembly-Part konnte ich mir allerdings sparen. Dann wurde zunächst das X-Bodyboard verbaut, dann das neue Display inklusive Verkabelung installiert und im Anschluss Befestigung und Verkabelung des Heizbetts erneuert. Das Ganze hat gerade einmal 2,5 Stunden gedauert und nachdem der Selbsttest ohne Fehler verlief, konnte es auch schon mit dem Drucken losgehen. Begonnen habe ich mit einem vorgefertigten G-Code vom mitgelieferten USB-Stick. An dieser Stelle war ich schon wirklich überrascht, wie schnell der Drucker durch das Upgrade geworden ist. Dieses Spulenhalter-Add-on hat zum Beispiel weniger als eine Stunde gedauert. Große Qualitätsverluste konnte ich nicht feststellen. Also habe ich das MK3.5 Profil im Prusa Slicer hinzugefügt und begonnen, eigene Teile auszudrucken. Das Standardprofil ist direkt zum Schnelldrucken. Über die Zeit habe ich viele Bauteile wie Gehäuse, diese Rugged Box für mein MK4-Zubehör und viele Filamentklips von Extrutim gedruckt. Dabei hat mich die hohe Geschwindigkeit bei gleichbleibender Qualität sehr überrascht. Auch die Bedienung über das Touch-Display und per Wi-Fi mit Prusa Connect funktioniert sehr gut.
An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass ihr diesen Kanal ganz einfach unterstützen könnt, indem ihr die Einkäufe bei euren Lieblingsshops über die Affiliate-Links in der Beschreibung tätigt. Außerdem gibt es bei Prusa einen speziellen Deal für neue Nutzer. Wenn ihr euren Drucker, egal ob Prusa Mini, MK4 oder XL kauft und am Ende den Code @jantech eingebt, erhaltet ihr bis zu 200 Prusa-Meter kostenlos obendrauf. Damit könnt ihr dann später Zubehör, Drucker und Gutscheine kaufen. Auch ich erhalte dann Prusa-Meter, mit denen ich zum Ende des Jahres ein Filamentgewinnspiel veranstalten werde. Nun möchte ich MK3.5 und MK4 einander gegenüberstellen. Das Display ist dasselbe, beide unterstützen Touch und USB. Auch der Rahmen ist baugleich, obwohl dieser beim MK4 solch ein Hexagon-Muster auf der Rückseite hat. Bei der Z-Achse gibt es einen Unterschied. Der MK4 setzt hier auf 10 mm anstatt 8 mm Wellen. Außerdem kommen hier nicht die zwei kurzen gestapelten Lager zum Einsatz. Ob das wirklich nötig ist, vor allem bei einer maximalen Druckhöhe von nur 210 mm, sei mal dahingestellt. Die Druckbetten sind wieder gleich. Beim Extruder gibt es den größten Unterschied. Während der Mark IV auf den neuen Nextruder mit Wägezelle und Breakout-Board für die Verkabelung setzt, erhält man beim MK3.5 den Extruder vom MK3 und hat damit nicht die neue automatische Z-Offset-Kalibrierung. Dafür lässt sich beim MK3,5 immerhin das Revo-Hotend verwenden, was beim MK4 nicht geht. Ansonsten hat sich bei der X-Achse nur das Design der Druckteile minimal geändert. Bei den Motoren für X und Y sind im MK4 0,9 Grad Stepper verbaut, die angeblich vertikale Artefakte verringern sollen. Beim MK3 bzw. MK3.5 werden die Standard 1,8 Grad NEMA 17 Motoren weiterverwendet. Die X-Bodyboards und Netzteile sind wieder identisch. In den Punkten Druckqualität und Geschwindigkeit konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es könnte sein, dass der MK4 minimal leiser ist, da er an mehreren Stellen solche Rubberpads verbaut hat. Dieser Unterschied ist, wenn dann, aber minimal. Ich würde sagen, dass das Upgrade ganz klar das liefert, was es verspricht. Ich bin sehr zufrieden, meiner Meinung nach ist das Upgrade jeden Cent wert. Ob es sich jedoch für jeden lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen davon, wie man den MK3S benutzt. Als Produktionsgerät kann es Sinn machen, schneller drucken zu können, um den Durchsatz zu erhöhen. Wenn man jedoch nur gelegentlich und dann vielleicht über Nacht druckt, spielt die Geschwindigkeit oft keine Rolle. Auch Bedienfeatures wie das Touch-Display oder die Status-LED-Anzeige können nützlich sein, verbessern aber weder die Druckqualität noch Performance. Als Alternative bietet sich für diesen Aspekt Octoprint oder Prusa Link über einen Raspberry Pi an. So bekommt man Wi-Fi und kann darüber G-Codes direkt im Prusa-Slicer an den Drucker senden und den Druck über ein Webinterface bewachen. Was wiederum stark für das Upgrade spricht, ist, dass ziemlich sicher mit der Zeit weitere Firmware-Updates kommen, die neue Funktionen einführen. So kam zum Beispiel kürzlich Touch-Unterstützung und der Stealth-Modus mit Firmware 6.0.0. Außerdem sollte man bei der Preiskalkulation nicht vergessen, dass die alten Teile entweder verkauft oder für andere Projekte weiterverwendet werden können. Ich würde schätzen, dass man das alte Board, Display und Kleinteile wie Befestigungen und den Thermistor zusammen für 80 bis 100 Euro verkaufen kann. Wenn man das vom Kaufpreis abzieht, liegt man bereits bei unter 200 Euro für das Upgrade. Großes Potenzial für ein Upgrade sehe ich auch, wenn zum Beispiel das Einsehboard beim MK3 defekt ist. Anstatt das Ersatzteil für knapp 100 Euro zu kaufen, kann man sich dann auch für einen vergleichsweise geringen Aufpreis das Upgrade verbauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Postet Fragen, eure Erfahrungen sowie Lob und Kritik wie immer gerne in die Kommentare und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, hier bei Jantech.